Ich weiß, es ist schon ein paar Jahre her, glaube ich, 2 Jahre. 3. Also im Juni werden es 3. Du hast mich auch gebeten, dass ich dir noch einmal erkläre, wie der Jimmy Knockout entstanden ist. Ja, es ist schon 3 Jahre her, aber ich erkläre es noch einmal und ich finde die Kombination einfach, ich habe es eigentlich noch nie irgendwo gesehen. Es ist einfach entstanden, weiß nicht, durchs Training und ich habe sie auch im letzten Kampf gegen Santos versucht, aber der war gut darauf vorbereitet und er hat sich dann beim Highkick hat er sich geduckt. Natürlich, ja, die Leute studieren mich und die wissen auch, was ich mache, aber ich habe noch einiges im Repertoire, das haben viele nicht gesehen. Aber ich zeige euch einmal den Jimmy Manua Kick. Natürlich ein Knockout, kommt auch vom Kickboxen, ich war mehr im Stand, aber es hat auch viel zu tun mit MMA. Was ich davor gemacht habe und schaut euch das, wenn ich das erkläre, schaut euch das Video dann noch einmal davor an. Wir haben es auch heute gemacht, finden, finden, finden. Ich muss finden, ich muss vorbereiten, ich kann es nicht einfach auf die Schnelle machen. Was ich gemacht habe, wir wussten, Jimmy hat einen sehr gefährlichen linken Haken. Das heißt, unser Gameplan war schnell rein, schnell raus. Das war unser Gameplan. In dem Fall war es schnell rein, er ist zurückgegangen. Er hat sogar noch versucht, einen linken Haken zu schlagen, hat es aber nicht geschafft. Was ich gemacht habe ist, weite Stance, ich war nicht so, meine Hand war da. Ich bin nach rechts gegangen, er hat mich gefolgt. Was ich gemacht habe, ich habe gefintet, finden, damit ich sehe, wie er reagiert. Ob er einen Haken schlägt, ob er zurückgeht, was er macht, ob er schläft. Ich habe einmal gefintet, er hat nichts gemacht. Ich habe das zweite Mal gefintet und beim zweiten Mal habe ich etwas weiter in die Beine gefintet. Das heißt, quasi wie ein Takedown. Ich habe das gemacht und bin rauf mit dem rechten Uppercut. Nicht so, sondern vom Kinn gerade, fast wie eine Gerade. Rein, er ist zurückgegangen. Wo er zurückgegangen ist, habe ich einen Diagonalschritt gemacht, habe eine Linke gemacht und einen linken Highkick. Ich sage es noch einmal vor. Also, ganz easy. Finte, macht nichts. Finte, macht nichts. Ich finte rein, komme mit dem rechten, switch, boom. Ich zeige es nochmal trocken vor. Finte, Finte, Finte runter, rechter Uppercut. Jetzt wichtig. Der Diagonalschritt und der linke Jab kommt zusammen. Boom, öffnet mir für den Highkick. Mit dem Diagonalschritt verkürze ich die Distanz sehr schnell. Natürlich schlage ich auch einen Schlag dazu, damit ich ihn beschäftige, dass da nichts kommt. Vorbereiten für den Highkick. That's it. Hast du die Technik irgendwie davor einstudiert, viel trainiert? Ich muss sagen, ich habe ihn in dem Camp für Jimmy Manua, den habe ich auch im American Top Team gemacht. Ich habe viele linke Highkicks geschlagen und viele Uppercuts, rechte Uppercuts mit Finte zum Double Leg und das ist eigentlich immer gut verlaufen. Ich habe die Jungs dort alle fast erwischt und ja, und dann, hat sich einfach in mir eingebrannt, ins Selbstbewusstsein und seit diesem Camp mache ich eigentlich diese Kombination. Manchmal kommt sie durch, manchmal kommt sie nicht durch. Die Leute kennen die Kombination mittlerweile und sie wissen, auf was sie achten müssen. Nur, wie ich schon gesagt habe, es gibt noch andere Sachen, die ich natürlich auch nicht zeigen werde. Die wird es dann im Kampf sehen, wenn ich mich endlich austoben darf. Ist das Knockout für dich bis heute irgendwie was Besonderes? Ja, auf jeden Fall. Es war ein brutales Knockout, es war der letzte Kampf von Jimmy Manua. Natürlich ist es was Besonderes und auf so einer Show dann in Schweden noch und so, aber es ist schön, ich habe es gern, wenn ich sehe, nur es ist die Vergangenheit, es war jetzt fast vor 3 Jahren und da muss was Neues her und ich will da immer mehr und mehr und mehr und ja, es ist wie es ist, es war ein schnelles Knockout und war damals gut, weil damals war meine Frau schwanger und die hat den Kampf mitverfolgt und er war in der ersten Runde fertig. Also ich habe ihr keine Kopfzerbrechen gemacht, während sie schwanger war, habe den Kampf schnell beendet. Also war auch eine gute Sache. Vielen Dank, Alex. Sehr gerne, immer wieder. Zeit für ein neues Knockout. Wenn du K.O. gehst, das war nicht absichtlich. Kein Problem.